Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier von der Classic Car Show in Vicenza. In diesem Video suche ich alles Seltene und Kurioses. In einem vorangegangenen Video habe ich euch aus dem Privatverkauf die Fahrzeuge gezeigt und die Preise dazu. Wenn ihr sehen wollt, was es noch so alles auf dieser schönen Messe gibt, dranbleiben. So, das erste kuriose Teil gefunden, auch noch nie gesehen, ein Ranger. Der steht hier beim Fiat 500 Club, der ist von 1970, hat einen 500 Kubikmotor drin. Allerdings kann ich den Rest alles nicht so identifizieren, außer dass es so scheint, als gab es mal die Idee zwischen 1966 und 1970 sowas zu bauen. Ja. Scheint geländegängig zu sein, ansonsten hat er die gleichen Starthebel wie den Fiat 500 auch. Also die technische Basis ist wahrscheinlich identisch. Also noch nie gesehen. Wenn einer ihn von euch kennt, gerne mal in die Kommentare schreiben. So, das nächste gefunden, man lernt nie aus, ein Fiat 500 für Amerika. Da wurden 300 Stück gebaut. Andere Stoßfänger und andere Beleuchtung. Natürlich anderer Kilometerzähler, also auf Meilen. Habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Für mich auch neu. Schön, dass man die Messen in Italien besuchen kann. So, jetzt haben wir tatsächlich noch mal was Seltenes gefunden. Was heißt tatsächlich? Hier gibt es vieles Seltenes. Man muss so ein bisschen genauer gucken. Aber das ist ein Tempra, ein Fiat 2.0 und das ist ein 4x4 als Kombi. Da wurden ganz wenig von gebaut. Vor allen Dingen ist der im absoluten Originalzustand und auch ohne Rost. So, hier gibt es dann auch eine Halle als Teilemarkt und auch sonstiges Zubehör. Und da werden wir mal gucken, was wir da noch so alles Schönes finden. Also wer für seinen italienischen Sportwagen noch Rücklichter oder Frontscheinwerfer sucht, auf nach Italien. Ich glaube, hier gibt es Zubehör reichlich. Ich liebe Messen. Wieder was gefunden. Noch nie gesehen. Ich kenne das nicht. Aber wenn einer von euch das schon mal gesehen hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. So, das Fahrzeug ist von 1946. Ich kann nicht ganz so viel lesen und da ist auch nicht viel Info da. Der hat einen 125 Kubikmotor mit 4,5 PS, verbraucht 3 Liter auf 100 Kilometer und die Höchstgeschwindigkeit ist 50. Der Motor ist hinten verbaut, das ist das, was ich erkennen kann. Es gibt eine kleine Serviceklappe an der Seite und ansonsten kostet das Fahrzeug 60.000 Euro. Spannend. Das ist auch ein Fahrzeug, was bei uns ganz selten zu sehen ist. Das ist ein Fiat Panda Cross von 2010, auch ein 4x4 mit einem 1,3 Liter Motor und zweite Serie. Der hat jetzt 76.000 Kilometer und kostet 9.900 Euro. Dem prophezei ich, dass er auch noch im Wert steigt. Super schön und super selten. Auf deutschen Messen sowieso kaum zu sehen. Das ist ein Multipler, ein 600 von Fiat, ein Baujahr 64. Der ist total restauriert, steht hier für 42. Das ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, wenn man sich das Fahrzeug beschafft und den restaurieren will, da langen die 42 bei weitem nicht. Also da muss ich sagen, wer ein Werbefahrzeug oder ähnlich sucht, hier steht er. So, und das nächste gefunden, was man so noch nie irgendwo, für mich zumindest, haben entdecken können. Das ist ein Mini-Moog von 71, also ein Mini im Militär-Jeep-Look für 15,9. Soll perfekt funktionieren, so steht es geschrieben. Keine Ahnung, ob man in Deutschland dafür eine Zulassung kriegen würde. Muss ich noch mal ein anderes Fahrzeug dazwischen werfen, das ist ein SLK 320. Der hier ist von 2000. Den will ich auch euch nicht vorenthalten, weil den finde ich auch interessant. Der hat 99.000 Kilometer. Rot ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber der steht hier für 14,3. Und das finde ich jetzt mal unverhandelt, so auf den ersten Blick, gar nicht so schlecht. So, jetzt was Seltenes, was man sonst so auch nicht mehr sieht, zumindest nicht so oft. Das ist ein Golf MK1, der ist von 75 und kostet 13,9 im absoluten Originalzustand, innen wie außen.
Auch ein interessantes Fahrzeug, ein BMW M3, ein E46 mit 100.000 Kilometer. Der steht hier für 58 in einem guten Zustand. Übrigens Schaltgetriebe, falls einer fragt. Das ist auch ein spannendes Fahrzeug. Das ist ein Honda CRX 16V. Der ist von 97. Und das Besondere an dem ist, weiß nicht, ob das vielleicht schon mal einer von euch gesehen hat, der hat ein Tagerdach, aber das ist elektrisch. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz, weil das ist nämlich halb ausgefahren. Also, dieses Dach hier fährt von den Armen her teleskopisch nach oben, inklusive dem Heckdeckel. Da ist dieses Dach drinne, das eigentliche Tagerdach. Das wird dann elektrisch hier rüber geschoben in die Halter rein. Dann fährt dieser Sockel nach oben, fängt das Dach auf. Das muss man dann intern verriegeln. Hier ist ein Riegel dran, dann an dem Tagerdach. Da muss man das verschließen. Dann muss man den Knopf wieder drücken zum Dach bewegen. Das ist wie beim Cabriolet, beim elektrischen Verdeck. Dann fährt er quasi nach unten und schließt es. Und erst wenn das verriegelt ist und verschlossen ist, dann fährt quasi der Heckdeckel über diese Teleskopeinstellung wieder nach unten und schließt sich komplett ab. Und man kann den Deckel dann wieder ganz normal öffnen. Absolut spannende Entwicklung gewesen zur damaligen Zeit. Und schaut auch sehr futuristisch aus, wenn das einer mal elektrisch betätigt und man zufälligerweise daneben steht. Super schön und super selten, zumindest in dem Zustand mit der Laufleistung. Ein Jaguar XKR 4,2 mit 29.800 Kilometer von 2004 in einer super Farbgebung, innen wie außen. Also da möchte man echt einsteigen und losfahren. So, nächste Fahrzeug. Auch noch nie gesehen. Ein Samas Yeti 903 von 73 mit Allradlenkung und Allradantrieb und voll geländetauglich. Kannte ich nicht. Jetzt weiß ich. Ein italienischer Hersteller, der Sonderfahrzeuge baut, hat das Teil fabriziert. Irgendwie 70 bis 74 oder 75, sowas in dem Zeitraum. Klasse. Den muss ich euch auch zeigen. Das ist ein 2CV von 87, voll restauriert, in einem exzellenten Zustand, innen wie außen, für 13.500 Euro. Also auch da gilt, wer sich den kauft und restauriert, zu dem Preis kriegt das nicht hin. So, wieder was Seltenes gefunden, extrem selten. Das ist ein Mercedes McLaren SLR Roadster, der ist von 2008, so wie er hier steht. Da wurden extrem wenige von gebaut. Die war limitiert auf 3.500 Stück und ich glaube 2.100 oder so ähnlich wurden ausgeliefert. Ansonsten sind diese schon sehr komplex, wurde wie gesagt mit Mercedes und McLaren zusammen entwickelt und in England dann gebaut und montiert. Das Fahrzeug hat natürlich aus dem Rennsport viele Dinge oder hauptsächlich eigentlich alles übernommen. Ich weiß, dass Zündkerzenwechsel, dass da der Motor teilweise ausgebaut werden muss und abgesenkt werden muss. Das ist schon extrem aufwendig und extrem teuer, so wie alles an diesem Fahrzeug. Aber es ist echt eine Augenweide, dieses Fahrzeug mal zu sehen. Hat einen 5,4 Liter Motor und natürlich extrem viel Leistung. Ich glaube in der höchsten Ausbaustufe 600 PS und fährt über 300 km/h. Also absolute Rarität und den hier in Italien zu entdecken, spannend, ganz toll. Wer einen italienischen sportlichen Kombi sucht, zu einem attraktiven Preis, ich habe was für dich gefunden. Das ist was ganz Besonderes und in dem Zustand nicht mehr zu finden. Das ist ein Alfa Romeo, ein 156 GTA mit 59.000 Kilometer. Und das Interessante an dem Fahrzeug ist, ein 3,2 Liter Original Alpha Motor noch mit 6 Zylinder. Dann ein sequenzielles schaltbares Getriebe, auch mit Pedals. Mega schnell und wirklich von der Innenausstattung her und überhaupt von dem Zustand her, Lack, alles original. Der hat kaum Autobahn gesehen, kaum Steinschläge. Also ganz, ganz toller Zustand. Das ist noch Originalqualität von Alfa Romeo. Ein Sechszylinder, ein V6 3,2. Danach GM hat das Thema übernommen und hat dann die Opel-Technik eingesetzt. Also wer einen originalen Italiener sucht, der ist mit diesem Fahrzeug hier bestens bedient. Also ganz toll, super Zustand, perfekt. Der Preis
ist natürlich auch nicht vorzuenthalten. 32.000 Euro. Auch was Seltenes, eine DS 21. Die ist 2014 restauriert und ist von 1970. Die steht hier für 85. Noch eine DS, die ist von 73, nicht ganz so schön im Zustand, steht hier 45. So, das war zumindest einiges, was es an Kuriosem und Seltenem hier auf der Messe gab. Ich freue mich schon auf die nächste Messe. Ich hoffe, meine kleinen Funde haben euch gefallen. Ansonsten kann ich nur sagen, nach der Messe ist vor der Messe. Bis zum nächsten Video. Bleibt schön rostfrei. Euer Sven.